Hallo und herzlich willkommen. Kann man Weggläser vakuumieren oder kann man Weggläser in Weggläsern vakuumieren? Das klären wir in diesem Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich bekomme immer wieder Fragen in Bezug auf Weggläser und Vakuumieren, und zwar in verschiedensten Formen. Manche Fragen verstehe ich, manche verstehe ich nicht. Und deshalb denke ich, wir nehmen das Thema einfach nochmal ganz umfassend auf. Fangen wir doch nochmal ganz basic an. Warum überhaupt würden wir ein Glas wie ein Wegglas oder auch wie ein Einkochglas vakuumieren wollen? Nehmen wir zum Beispiel Pesto. Pesto sollte man nicht erhitzen, weil das Öl ist nicht gut, wenn man es erhitzt, und die Kräuter, die mögen das auch nicht. Zum Beispiel Bärlauch, das verliert einfach an Aroma, wenn man das erhitzt. Pesto ist ziemlich anfällig dafür, schlecht zu werden, weil manchmal doch ein bisschen was aus dem Öl rausguckt und so weiter, und selbst im Kühlschrank kippt uns das manchmal einfach um. Oder nehmen wir mal eine zuckerreduzierte Marmelade. Solange das Vakuum intakt ist, kein Problem. Dann machen wir sie auf, essen nur ein bisschen was, stellen das in den Kühlschrank, ein paar Tage später ist sie schlecht. Ist blöd. Da hilft Vakuumieren zum Beispiel auch super. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo sich das Vakuumieren wirklich lohnt. Und hier würde ich euch gerne bitten, dass ihr gerne eure Beispiele in die Kommentare schreibt, damit die anderen Anregungen bekommen können. Hier möchte ich aber noch mal ganz klar sagen, dass das Vakuumieren das Einkochen nicht ersetzt. Denn das Einzige, was das Vakuumieren macht, ist, es zieht den Sauerstoff aus dem Glas raus und macht es den Keimen so viel, viel schwerer, aktiv zu werden. Wenn Keime drin sind, wird es nur langsamer schlecht. Nicht komplett gar nicht. Was natürlich gesichert sein muss, ist, dass wir eine Dichtung haben in dem Behältnis, das wir vakuumieren wollen, damit, wenn die Luft rausgezogen wird, danach der Deckel auch fest aufsetzt. Das haben wir sowohl beim normalen Einmachglas, und da ist es ganz egal, ob es das Mason-Glas ist oder normales Twist-Off-Glas. Und beim Wegglas haben wir das auch. Und da beantworten wir doch gleich mal die Frage, ob man ein Wegglas vakuumieren kann. Und ich möchte dabei auch gleich erschlagen, ob man ein Wegglas in einem Wegglas vakuumieren kann. Wir brauchen also ein Wegglas, in das unser Wegglas passt. Stellen wir uns mal vor, hier ist ein schönes Pesto drin. So, das darf man übrigens nicht zu voll machen. Wenn man das zu voll macht, quillt es an der Seite raus. So, wir tun das Wegglas ins Wegglas. Wir tun den Deckel drauf und schauen mal, wie das aussieht, wenn man das macht ohne Klammer. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Meine Lieblingsmöglichkeit ist immer noch der Rommelsbacher Universal Vakuumierdeckel, den man bei uns im Shop bekommt. Können wir einen 10% Code dazugeben? Muss man das andere einmal sagen? Gut, cool. Also, dann kriegt ihr unter dem Video auch noch einen Code, wo ihr den Deckel dann für 10% günstiger kriegt, solltet ihr ihn haben wollen. Wir haben also hier jetzt diesen Universaldeckel. Das Schöne daran ist, der hat eine breite Dichtung und passt so auf viele verschiedene Gläser. Den stellt man dann auf Vakuum. Ganz wichtig, ich mache das ganz oft und dann habe ich es nicht auf Vakuum, dann funktioniert es nicht. Also, den stellt man auf Vakuum und dann nimmt man sich eine Handpumpe. Da möchte ich auch gleich beantworten. Ich habe mir extra die Casa-Pumpe gekauft, um die Frage zu beantworten, ob die funktioniert. Ja, tut sie. Und das testen wir jetzt mal. Wir halten die da drauf. Wir müssen manchmal gucken, hier ist so eine kleine Riffelung. Das ist ein bisschen doof. Da muss man ein bisschen drücken, damit man tatsächlich dann die Luft auch rauszieht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. An diesem etwas tieferen Ton hört man, dass es zieht. Ja. Oh. So, und dann warten wir mal. Diese Pumpe ist übrigens auch deswegen gut, weil sie tatsächlich aufhört, wenn sie fertig ist. Diese Pumpe gibt es nicht bei uns im Shop. Behelft euch bitte übers Internet, solltet ihr sie haben wollen. So, wir machen sie ab. Plupp. So, dann stellen wir das Ganze auf Open. Gehört? So, Deckel ab. Und dann gucken wir mal, was unser Wegglas macht. Ah, oh. Das heißt, es geht, und zwar ohne Klammern. Was bei diesem Behältnis so ein bisschen schwierig ist, ist das Glas mit Deckel da reinzukriegen. Das heißt, es ist immer besser, man macht das Glas so da rein und dann den Deckel erst drauf, weil es ist, wie gesagt, ist ein bisschen logistisch schwierig. Ich benutze übrigens genau dieses Wegglas ganz, ganz viel in meiner Küche zum Vakuumieren, weil es nimmt nicht so viel Platz weg. Und
ich mache da zum Beispiel auch sowas hier. Ich nehme mir dann ein ganz normales Sturzglas. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt schon Pesto draus gegessen oder der Käsekuchen war noch nicht ganz alle und ich habe aber keine Hunger mehr. Ja, passiert bei mir echt. Dann tue ich das hier rein, meistens ein bisschen schräg, weil twittert sonst zu doll. Und dann geht es los. Einmal so. Und jetzt machen wir das dann mal mit meiner Pumpe da hinten. Ich teste jetzt mein neues Bora Vakuumgerät. Hier, dieses hier. Schicke Teilchen. Ohne Heidelberg. So, also hier ist das Glas. Und packen wir das mal drauf. Und dann geht's los. Tolle Spielerei. Und, vorsichtig, sieht doch gut aus. Wunderbar, ne? Top. Und das hier geht tatsächlich auch noch für etwas größere Gläser. Wo es nicht geht, ist für 82er Diebgläser. Die sind tatsächlich zu breit. Hier habe ich eins, das passt nicht. Was ich daran schön finde, ist, dass das klein und handlich ist. Das geht natürlich dann auch mit kleineren Weggläsern. Wo es zum Beispiel jetzt schon nicht mehr geht, ist, wenn wir ein 80er Glas haben. Das passt hier einfach nicht rein. Also das würde jetzt richtig doll reinfallen, aber hier, das passt nicht mehr. Das heißt also, das ist nur begrenzt machbar, wenn man normal kleine Gläser wie so 212 Milliliter Gläser und so hat. Aber ich finde es wirklich ganz praktisch. Ich benutze das ganz häufig und häufig auch einfach nur mit so einer Ofenhandpumpe. Eine Sache, womit man dieses Glas zum Vakuumieren übrigens auch gut verwenden kann, ist, wenn man in Airtender Vakuumdeckel nimmt. Diese Dinger, die gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwann nochmal wieder kriegen. Wenn ja, sage ich gerne Bescheid. Aber für eine schnelle, ich brauche mal ein bisschen Vakuum im Glas Aktion, ist die super. Da kann man sich das nehmen, dann nimmt man sich hier irgend so eine Pumpe, zieht das raus. Da ist es übrigens schön, die originale Pumpe zu haben, weil die nämlich klackt in dem Moment, wo man nicht mehr weiterziehen braucht. So, und auch da funktioniert das tatsächlich ganz gut, dass man da das Backglas in dem Backglas ein Vakuum hat. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch sagen, dass man auch diese typischen Vakuumbehälter, die man im Handel kriegt, unter verschiedensten Marken, auch super sind für diese Sachen. Weil da kriegt man nämlich zum Beispiel auch mal ein größeres Wegglas rein. Hier. So. Das kann man da super reinstellen. Deckel drauf. Das passt ja auch, ja. Und dann ziehen wir mal ein Vakuum. Ja, ja, wobei es piepst, wenn es das Vakuum nicht zieht. Nee, du hast recht. Das hat eben das Vakuum. Das hat eben schon gemacht. Dieses Behältnis ist etwas knapp für das, was wir da haben. So. Oh, ist gleich rausgefallen. Ich habe den noch nie benutzt, muss ich sagen. So, und schauen wir mal. Cool. So. Ich hoffe, dass ich damit klären konnte, ob man Weggläser vakuumieren kann und auch die Frage, ob man Weggläser in Weggläsern vakuumieren kann. Und das war es auch schon wieder für dieses Video. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.